Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Heute mache ich einen ganz leckeren Kuchen für euch. Einen Pfirsich-Schmandkuchen. Eigentlich ist das so ein Mandarinen-Schmandkuchen, aber die kriegt man hier so wenig. Deswegen nehmen wir einfach Pfirsiche. Und was wir dafür brauchen, zeige ich euch einmal. Mehl, Zucker, weiche Butter, Ei, Vanillezucker und Backpulver. Und für die Schmandcreme brauchen wir natürlich Schmand, Pfirsiche, Stärke, Speisestärke, das ist jetzt Maisstärke, Zucker und Vanillezucker. Und ich würde sagen, wir machen erstmal den Teig, weil der muss noch ein paar Minuten in den Kühlschrank, weil die Butter so weich ist. Sonst kriegen wir den nicht richtig in die Form gelegt. Dafür tun wir die Zutaten in die Schüssel. Zum einen das Mehl, den Zucker, das war Backpulver, muss ich hier mal überlegen nochmal, Vanillezucker, die Butter, na? Und das Ei. Und das lassen wir jetzt kurz einmal durchkneten, bis der Teig krümelig wird. So muss der Teig aussehen. Krümelig halt. Den drücken wir uns gleich in die Form. Aber erstmal kommt er noch ein paar Minuten in den Kühlschrank, weil die Butter schon kälter war, als ich gedacht habe. So. In der Zwischenzeit schneiden wir uns schon mal die Pfirsiche klein. Ihr müsst jetzt gucken, wie klein ihr die haben möchtet. Ich mache sie meist so die Größe. Jetzt kommt der letzte Pfirsich. Durch das Einlegen sind sie natürlich jetzt weich. Das Pfirsichwasser tropfen wir gleich nochmal ab. Die Pfirsiche sind jetzt noch mal ein bisschen abgetropft, ein bisschen Flüssigkeit ist immer noch drin. Das ist aber jetzt nicht schlimm, da sollte halt nur nicht so viel Wasser dann drin sein. So, jetzt nehme ich mir hier den Schmand, tue die Stärke da rein. Weil die Stärke ist eigentlich, ja, man soll Vanillepuddingpulver nehmen, aber das ist nicht mehr als Stärke und Vanille. Deswegen nehme ich jetzt so die Stärke und Vanillezucker und halt den normalen Zucker. Und verrühre mir das einmal. Ich hätte den Teig in eine andere Schüssel tun sollen, dann hätte ich nämlich die Rührschüssel nehmen können, aber ist ja nicht schlimm. Muss ja nicht durchgemixt werden. Kann ja auch mal was mit der Hand machen. Genau. Was kriegst du gerade im Neuen? Und jetzt heben wir uns einfach die Pfirsiche unter. Und dann ist die Masse schon fertig. Oh, vielleicht hat sie wieder Freude. Ja, dieser Kuchen ist echt mega lecker. Ob da jetzt Pfirsiche oder Mandarinen drin sind, das schmeckt beides gut. Wahrscheinlich kann man der Vielfalt da wieder keine Grenzen setzen und sämtliche Obst- und Gemüsesorten da rein tun. Nein, Gemüse Ananas, vielleicht nicht. Ja, aber Ananas kann man das auch, habe ich auch schon mal gehört. Kirschen vielleicht. Kirschen, aber Kirschen sind die Schweine teuer. Ich hole mal eben den Teig aus dem Kühlschrank. Das ist der Teig jetzt, einfach nur ausgekühlt. Die größeren Brocken sind auch nicht schlimm. Jetzt kommt die Königsdisziplin.
Also wir machen nicht alles Teig da rein, sondern wir streuseln nachher noch so ein bisschen was da drüber. Ich muss mal gucken, wie viel Teig ich für den Boden habe und wie viel dann überbleibt. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich den Rand da dran kriege. Im Apfelkuchenvideo habe ich noch mal gesagt, ist nicht ganz so gut mit dem Rand, mit dem Backpapier. Wenn die Butter zu warm ist, dann klebt er an den Pfoten an, den Fingern fest. Das habe ich von meiner Oma. Klebt an den Finger fest. Wie gesagt, am besten halt erstmal den Rand andrücken so und dann den Boden machen. Das hält sich aber echt in Grenzen eigentlich vom Schwierigkeitsgrad. Weil seht ihr, jetzt geht das schon super. Das habe ich jetzt auch über, ein bisschen, aber es reicht. Es soll ja nur so ein bisschen drüber gestreuselt werden. So sieht der Boden jetzt aus. Jetzt kommt die Schmandmischung rein. Schmand-Fruchtmischung. Ja. Jetzt alle Zutaten sagen. Ja. Da freue ich mich auf das. Der hat was vom Käsekuchen. Dadurch, dass wir keinen Quark bekommen, auch wenn viele meinen, das ist Quark, das ist kein Quark, ist das eine sehr gute Alternative. Aber ich werde mich auch noch mal einen Quark versuchen, also das auf jeden Fall. Den jetzt schön verteilen. Das ist, ich meine, das ist eine 26er Form. Ich vergesse immer nachzumessen, aber 28 ist größer. War perfekt gereicht mit dem Boden. Von der Höhe her. So. Man soll ja sehen, dass er selbst gemacht ist. Ne? Und jetzt nehmen wir uns die Streusel und streuseln die halt einfach nur hier drüber. Achso, den Backofen habe ich schon, ich vergesse das immer frühzeitig zu sagen, vorgeheizt auf 170 Grad. In Deutschland am besten auf 200 Grad Umluft vorheizen oder 180 Grad Ober-Unterhitze. Ja, das ist es. Der kommt jetzt für 40 bis 50 Minuten in den Backofen. Also ein bisschen glatt. Seht ihr, die Streusel reichen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Unser Kuchen ist fertig. Jetzt wollte ich euch einmal zeigen, weil der noch weich ist. Weißt du, seht ihr das? Wie der wabbelt ganz schön, ja. Genau. Der muss jetzt erstmal nochmal auskühlen und dann kommt er nochmal für ein paar Stunden in den Kühlschrank. Der ist an sich super schnell gemacht, nur halt die Auskühlzeit, die dauert ein bisschen. Jo, und der sieht so lecker aus, dass man gar nicht warten möchte. Der riecht auch gut. Oh aber ja, es riecht hier mega. Das würde jetzt sogar ich noch nicht essen, weil das echt mega heiß ist. Also ich kann die Form jetzt nicht mal mit den Händen anfassen, weil ich den gerade aus dem Backofen genommen habe. Aber wie er dann von innen aussieht, das zeigen wir euch dann gleich, wenn er endlich ausgekühlt ist. Unser Kuchen ist ausgekühlt. Er müsste jetzt eigentlich hart sein, aber so wie der sich anfühlt, ist er das auch. Jetzt muss ich ehrlich zugeben, ich kann heute kein Stück probieren, weil wir eingeladen sind und das ist halt das Mitbringsel von uns. Aber ich will euch den wenigstens einmal anschneiden, weil das ist jetzt blöd, wenn man dann ein Stück von weg isst. Und dann sieht halt doof aus. Ne? Dafür, dass der vorhin so wabbelig ist, ist der jetzt recht fest. Ne? Ich muss einmal rechnen. Aber wir sind viele, viele Leute. Gute. Wir machen jetzt mal ein bisschen kleinere Stücke. Aber ich muss auch dazu sagen, der ist sehr mächtig.
kleiner dürften die dann auch nicht werden. Nur Probierstücke. Ja gut, das habe ich halt zu spät erst erfahren, wie viele Gäste da kommen. Also, geh mal an. Und? Da wabbelt nichts mehr. Ja, mega. Richtig geil. Ui. Jetzt ärgert mich das schon, dass ich bis heute Abend warten muss, um den zu essen. Aber richtig, richtig lecker. Ich das mal so. Ja, da kann ich euch wirklich wie immer eigentlich nur empfehlen, macht ihn nach. Ihr könnt ja auch das Obst austauschen, wie ihr möchtet. Aber der ist so verdammt lecker. Was bleibt mir jetzt noch zusammen? Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob er euch geschmeckt hat, wie ihr den gemacht habt. Vielleicht habt ihr jetzt wirklich anderes Obst genommen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Guten Appetit und ciao, ciao.